Ey, yo Leute, was geht ab? Wir schauen uns an, wie Positional Ranked funktionieren wird in Season 9, beziehungsweise, ja, einfach in Season 9. Es ist jetzt schon rausgekommen, Riot redet darüber. Ich dachte mir, wir gucken uns das zusammen an, wir gehen es zusammen durch. Was ist gut, was ist kacke? Und ja, dann gehen wir einfach mal rein. Hey everyone, it's almost time to kick off the season and we're back. I'm Ed, the lead for the Ranked team. And I'm still Primus, the lead designer for Ranked. It's been a while since our dev blog on position ranks. Ey Leute, ohne Witz, ne? Der da links erinnert mich irgendwie an Ted aus How I Met Your Mother und der da rechts sieht einfach aus wie ein Nerd. Also jetzt nicht so aussehen, der Leute ist mir scheißegal, aber ich weiß nicht. So today, we're gonna discuss why it's important, what it is, and how we're rolling it out. That's a lot to cover, so let's get into it. Okay. Since the introduction of position select, you're getting your main more often. Great, right? When you play another position though, and especially when you get auto-filled, you might not be as skilled, and as a result, the game could just feel less winnable. Gerade Botlaner kennen das, also für diejenigen von euch, die jetzt irgendwie kacke in Englisch sind. Es geht einfach darum, seitdem Positional Ranked drin ist, also dass du aussuchen kannst, welche Rolle du gerne möchtest, kriegst du öfters deine Main-Rolle, was geil ist, aber wenn du geautofilled bist, ist kacke. Und sind wir mal ehrlich, gerade als Botlaner ist es so, wenn du Duo-Botlane bist und du spielst gegen gegnerische Botlaner und einer ist geautofilled, Digga, Leute, better Botlane wins, man. Autofill ist je höher ihr kommt, das Schlimmste, was passieren kann. We can't get rid of autofill without tripling or in some cases even quadrupling queue times for everyone. So we looked into how we could make your matches more fair instead. Leute, ganz ehrliche Frage. Ich persönlich sage, ich würde lieber länger warten auf ein Game, als dass ich geautofilled werde, weil ich möchte angenommen, eine Queue dauert 3 Minuten im Normalfall, ich krieg dann meine Top-Lane, oder ich habe ein gutes Game, ja, also nicht im Sinne von, ich habe ein gutes Game, sondern ich habe qualitativ bessere Games, weil jedes an der Main-Position ist, oder ich warte 1 Minute und habe ein Game, wo jeder zweite Jockel geautofilled ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde auch gerne 5 Minuten länger warten, von mir aus auch 10 Minuten, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, einfach nur um qualitativ bessere Games zu bekommen. With position ranks, you get a matchmaking rating and a rank for each position you play. This gives us a more accurate measure of your skill in every position. So we can put you in more fair matches, no matter which one you queue up for. At the end of the game, you'll get LP for the position you played, and some of it will splash into all of your other positions. Okay, also wenn ihr ein Ranked macht, ja, angenommen in dem Fall hier lol, er wird hier als Jungler angezeigt, aber kriegt 11 für Toplane. Nee. Oder, okay, er ist hier als Jungle gequeued und hat plus 15 Punkte draufgekommen. Diese Punkte splashen, wie er es nennt, also verteilen sich. Ihr bekommt nochmal extra Punkte für eure anderen Rollen drauf. Ich weiß leider nicht, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich mit einer Rolle, die so ähnlich ist. Weil ihr seht ja hier, er bekommt nochmal plus 11 LP für Toplane drauf und plus 3 für Mitte. Because if you're climbing in one position, some of that skill is transferable ja, to your macht others. Sinn. Geht darum, dass wenn ihr die eine Rolle spielt, ihr auch automatisch besser seid auf anderen Rollen. Als Beispiel, wenn ihr Diamond 5 macht, als Midlaner, sage ich mal, seid ihr in der Lage, einen Platin 5 AD Carry trotzdem zu nehmen. Ja. With different ratings for each position, you won't be punished if you're bored of, say, one tricking Malzahar mid and decide to focus on jungle for a while. Similarly, someone getting autofilled into your game shouldn't make it feel unwinnable either. And since your ranks are split out by position, you'll know exactly how good you are at your main. Also, overall, von dem, wie er es erzählt hat, ist das ganze System schon mal ganz nice, oder? Also, ich höre da jetzt soweit kein Problem. We're excited about position ranks, but we want to be super diligent, prepared, and most importantly, open to feedback on such a big change. Last summer... Digga, Leute, jetzt habe ich Angst. Das haben sie damals bei Flex Q auch gesagt. Nee, warte, hieß es Flex? Nein, Dynamic Q. Dynamic Q. We started testing positional matchmaking in normal draft to make sure it was ready for prime time, and the results so far have been promising. Also Queue times and how often you get your main haven't changed, but win rates when you're playing off positions have improved substantially. In short... Ja, das ist klar. Ich meine, angenommen, ihr seid Diamond 4 und als Riven One-Trick und ihr werdet geautofilled auf Support, euer Support wird auf Gold-Level sein. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn jetzt das System sagt, ey komm, du spielst jetzt nicht gegen Diamond 4 Gegner, sondern gegen Platin 4 Gegner oder Gold 1, ist euer Support-Skill trotzdem kacke, aber weniger kacke im Vergleich zu euren Gegnern. Das ist eigentlich ein super gutes System. It's an across-the-board upgrade to matchmaking. Ja. For ja, position genau. ranks, we need your hands-on feedback to help us make sure Ranked still has that competitive feel you expect,
which is why we need to do the position ranks preview before rolling it out more broadly. Okay. At season start, Korea and North America will preview position ranks. During the first split, we'll be Digga! closely monitoring it. Was für NA? What? We'll be gathering and addressing feedback and tuning the systems, like how much splashing you get when you win or lose. All of the rest of the changes to placements, tiers, splits, rewards, all that stuff's going to go everywhere at the start of season. Okay. We chose to preview position ranks in North America and Korea because they're both globally competitive regions. Digga, der flaxt mich doch, oder? Leute, habt schon mal... Passt auf, ihr müsst es so sehen. Wenn etwas getestet wird, ist es cool, die dürfen zuerst mit ihrem neuen Spielzeug spielen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass das Spielzeug erstmal scheiße ist. Es wird ja nicht umsonst irgendwo getestet. Jetzt denke ich mir aber, er sagt, NA ist global eine competitive Region. Jeder Pro-Player, der in NA war, oder selbst die Pro-Player in NA, sagen, dass NA scheiße ist. Warum da? What? Including North America also gives us hands-on experience and lets us get our feedback more directly from you. During the preview, we'll be looking for feedback about your experience. We'll also be keeping an eye on overall stability and matchmaking health. Things like queue time. Achso, ja, es ging eben nochmal darum, dass das System wird größtenteils in NA und Korea getestet. Die meisten Sachen kriegen wir auch gleich mit. Einen Moment, wo war nochmal hier die Liste? Das hier. Ne, die Placements, Rework haben wir auch mit drin. Grandmaster und Iron Tier, 3 Splits, Ranked Armor und die neuen Rewards ist jetzt schon alles bereits drin. Aber Position Ranks und Matchmaking wird erstmal nur in NA und Korea getestet. Das bedeutet, für uns verändert sich nicht viel im Vergleich zu Preseason, mit Ausnahme, dass, ich glaube, Placement Reworks haben wir. Doch, Placement Reworks haben wir nochmal mit drin. Und die 3 Splits sind ganz neu. Der Rest ist eigentlich relativ gleich. Go everywhere. Any also gives us hands-on experience and lets us get our... In all regions, we're tracking both position ranks and current ranks. That way, if there are any issues, technical or otherwise, we'll be ready to switch everyone back as soon as possible without you losing any progress. Digga, ihr lügt We'll doch. update you every month on how things are going and what changes we're making based on feedback, which could range from system tuning to new features designed to address abuse cases and preserve competitive integrity. Nice. At the end of the first Es geht jetzt darum, dass sie das Ganze hier halt im Auge behalten und nachgucken, dass niemand das System abuse. Es wird bestimmt noch ein paar Lücken geben. split, we'll unify ranked and detail what the worldwide experience will be going forward. We're confident position ranks will be a meaningful upgrade for matchmaking and the rank system as a whole, but let me be real with you. We're open to rolling it back if things just don't work out. Bullshit, Leute! Bullshit! Genau denselben Scheiß hat uns Riot auch damals über Dynamic Queue gesagt. Es ist Preseason, 2-3 Monate Dynamic Queue und danach könnt ihr wieder Solo Queue haben und Dynamic oder sowas. Und dann war alles noch eine Queue. Bullshit, Leute! So, versteht mich nicht falsch. Ich will ihm das gerne glauben. Wobei, er sieht irgendwie aus wie ein Typ, der die ganze Zeit heult. Also, ich habe das Gefühl, er hat immer so ein bisschen Tränen in den Augen, aber liegt wahrscheinlich in der Beleuchtung. Genau, aber ich will ihm gerne glauben. Den Shit haben sie aber genau so auch in der letzten, vor 2-3 Jahren gesagt. Das glaube ich ihm nicht. Ich will ihm gerne glauben, aber jetzt erstmal sage ich glaube es dir nicht. Aber ich hoffe, er hat recht. Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist. Das System erstmal hört sich echt sehr, sehr nice an, aber wie gesagt, aus persönlicher Erfahrung. Having said that, we're excited for you to try it, and we're hoping it will be a hit, so make sure to keep giving us your feedback. Okay. Soweit, so gut? We've seen a ton of discussion about position ranks over the last year, so let's switch gears and talk about the things we've seen the most questions about. Position ranks seem super abusable. Oh. What about position swapping when getting an off roll, for example? Say a Diamond 1 top laner got autofilled jungle in a Plat 3 game and switches to top lane with a duo or teammate. Nice. There's this... Also hier geht es darum, das ist auch das, was ich am Anfang kritisiert habe, wo ich Angst hatte. Bei seinem Beispiel, ich bin ein Tier 1 Toplaner, werde geordert als Platin Jungle, als Platin 3 Jungler und in-game swappe ich mit meinem Toplaner. Sodass ich zwar als Platin 3 Jungler in-game drinne bin, aber ich bin im Game als Tier 1 Toplaner drinne, weil ich halt Toplane genommen habe. This thing that we want to make sure that we allow, which is strategically swapping if it makes sense. That's what players do now. We don't really want to suppress that.
ich habe eben vor dem Game Ranked gespielt, die Gegner hatten Cassio und Yasuo. Ich weiß nicht, wer für welche Lane eingeteilt war, aber ich durfte als Ränger dann oben gegen Cassio spielen, obwohl ich dachte, ich spiele gegen Yasuo. Es hätte aber auch sein können, dass Cassio sagt, ich gehe in die Mitte und Yasuo geht Top Lane. Das meinte ich hier mit strategisches Wechseln. That in any way. And so what we're going to do is we're going to track each player, how often that they're switching positions. And if you're someone who ends up switching more often than we think is reasonable, we're going to start to tighten the links between your positions for the purposes of matchmaking, so that when we put you into a match, it's going to be a match that we think is most competitive with your highest position. Yeah, I think something else that's relevant there is when you're actually playing a position and then you swap in champion selector at the beginning of the game, what happens at the end of the game is you're going to get LP for the position you played no matter what. But the problem with that is, if you played in an easier game, you'll also get less LP for winning, but you'll lose more for losing the game. Is the new system going to be... Okay, das ist ganz cool. Das ist, Leute, da muss ich sagen, die ist ein gutes System. Also, angenommen, wir nehmen mal dieses Beispiel mit Yasuo Cassio, ne? Ihr seid ein Yasuo One-Trick, ihr queued als Midlaner und ihr seid ein Top-Lane Yasuo Main, ihr seid Diamond 1 und ihr geht in diese Platin-Games rein und spielt die ganze Zeit Yasuo Mitte. Ja? Nee, warte. Ihr geht als Midlane Yasuo rein, wo ihr Platin seid und sagt in-game, ey komm, lass mich Toplane gehen, ich bin Dia, ich crush das da oben, ja. Das System trackt, wie oft ihr in-game swappt. Das wird wahrscheinlich so sein, dass das System nachguckt, okay komm, der ist in den ersten 10 Minuten, obwohl er als Midlaner im-game drinne war, fast noch auf der Toplane, die haben in-game geswappt. Und wenn ihr das zu oft macht, findet das System es heraus und dementsprechend wird auch euer Matchmaking mit angepasst. Finde ich interessant, super coole Idee. More grindy? Like, are you really going to make me play 5 times as many ranked games as I did this year? So we've got a couple of mechanics that we've baked into the system to help pull you up in your other positions as you play your primary. First of all, splashing will help pull up the other positions until they get close enough to be within range of what we think is reasonable. In addition to that, as your highest rank gets higher, it starts to actually become a target for the other positions, where when they're climbing, they get a little bit of bonus if they're trying to catch up. So it's actually easier to climb in the second, third, and so on positions. Since games where I'm... Okay, das Ding ist, die Frage war halt, ey Silphi, wenn ich muss doch jetzt, also, ne, ey Riot, ich muss jetzt viel mehr spielen. Ich muss ja quasi das 5-fache an Games machen, weil ich habe 5 Positionen. Fun Fact, wenn ihr Master seid, ab Master gibt es kein Positional Ranked mehr, sondern dann ist alles quasi Master. Also zumindest habe ich das gelesen. Ich weiß nicht, ob sie das noch drin lassen. Es gibt Splashing, was sich darum kümmert, dass eure anderen Rollen schneller in der Elo mit hochkommen, weil sind wir ehrlich, wenn ihr ein Diamond 1 wenn ihr Diamond Midlaner seid, dann ist euer AD Carry nicht unbedingt auf Silberlevel, ja, sondern ist mindestens auf Gold oder Platin oder irgendwie sowas. Aber je höher eure Main-Position kommt im Vergleich zu den anderen Rollen, als Beispiel jetzt, ihr seid Dia 4 als Jungler und euer AD Carry ist Gold 1, dann bekommt ihr jetzt nicht 15 Punkte, so wie ein normaler Spieler, sondern auf einmal 25. Ja? Bis das wieder in einem gewissen Abstand ist. I'm not playing my main position, have way less impact on the rank I care about, can't I just feed or surrender when I get autofilled to get a faster shot at playing my main again? This is pretty much the core concern that both we as a team and you as players have expressed to us over the entire year or whatever that we've been working on position ranks. More than that. Yeah, probably more than that. And the answer, honestly, is splashing. So we talked about how when you win or lose games, you splash some LP to your other positions. That works both in a positive sense and also in a negative sense. And listen, like, if you're trying your hardest when you get an off position, we don't want to punish you for that. And so splashing does start fairly low, but what we do want to address is either systemic abuse of the system through people kind of just queuing up and doing that, right? Surrendering or feeding or whatever. We also want to combat situations where someone's been miscalibrated, like one of their ranks is higher than it actually should be, and they've started losing a lot of games. Right. And so as you lose more, and as your performance kind of gets worse over those games, the negative splashing starts to ramp up and hit you harder to your other positions that you maybe either care about more or that might be miscalibrated. Okay, Leute, das sagt quasi, ey, wenn du geordert bist, also, so habe ich das verstanden. Wenn du geordert bist, du dummer Spasti, denk nicht mal darüber nach zu FFen und dann direkt ins nächste Game zu kommen. Spiel die Kacke, denn wenn du sehr viel verlierst, werden auch deine Main-Positionen hier an Edo verlieren. Das bedeutet, Leute, wenn ihr geordert seid, müsst ihr einen kleinen Ticken mehr tryharden. Aber Autofilten sollte sich mit diesem neuen System weniger schlimm anfühlen. From everyone on the team, thank you so much for your questions, feedback, and thoughts. Ranked is already way better because of your contributions over the last year.
We'll be talking with you all over the course of the preview, so keep sharing your feedback. Good luck in your placements, and as always, we'll see you on the... Leute, der sieht einfach aus, als würde er heulen. Das ist diese dumme Beleuchtung. Nein, super gute Changes. Also mir gefällt eigentlich alles hier, oder? Gab es irgendwas, was mich angekotzt hat? Okay, wobei, dass die Kacke in NA getestet wird, beziehungsweise dass man NA als Competitive Region ansieht. Oder sind wir mal ehrlich? Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, aber ja, Leute, gefällt mir soweit. Ihr könnt ja eure Meinung dazu gerne in die Kommentare reinschreiben. Mal ein positives Video von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, hau die rein und bis zum nächsten Mal. We are